Wir packen jetzt den neuen USB-C-Hub von Tesla aus. Aktuell im Store für knapp 65 € zu haben und den packen wir jetzt aus. So Leute, lasst uns mal der Gerät testen. Keine Ahnung, warum der heute bei mir da ist. Vielleicht weil Mittwoch ist, vielleicht weil, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch am schnellsten bestellt. Ich habe ja vor dem Tweet noch bestellt. Ja, also der Hans hat es mir geschickt. Ich habe den Tweet gebastelt, habe zu Hans gesagt, ey Hans, kann ich rausschicken? Er war wieder abwesend. Passiert halt öfters mal bei ihm. Grüße gehen raus, Hans. Und dann habe ich gesagt, komm, egal, jetzt haue ich den Tweet raus und dann habe ich ihn rausgehauen. Da habe ich natürlich schon bestellt gehabt. Das heißt, ich habe natürlich schon einen kleinen Vorlauf gehabt. Als erstes hier vorne steht drauf 4 in 1 für Model Y und Model 3, ist aber wahrscheinlich nur für Highland und Model Y und Juniper, weil die Legacy-Modelle haben hier unter der Armlehne, wo der jetzt gleich hinkommt, ich betone, kein Anschluss für den USB-C. Die haben den nämlich nur vorne. Ja? Deswegen weiß ich nicht, ob der dann da passt, ob die das universell gemacht haben. So, ich habe den natürlich vorhin schon mal ausgepackt gehabt. Der hat hier, was ich übrigens sehr löblich finde, der hat so Papier. Ja, das ist kein Plastik oder so, das ist so Papier. So wie so Backpapier kann man sagen. Ja, genau so Backpapier ähnlich. Ist der nochmal eingepackt. Also er fühlt sich auch super hochwertig an. Und wisst ihr, was ich richtig stark finde? Der ist matt. Das ist richtig cool. Nur das Tesla-Logo ist so leicht am Blitzen da vorne. So, ihr habt dann hier oben 4-mal USB-C. Und hier hinten habt ihr einmal USB-C, also das ist der angesteckt wird. Und das hier ist ist halt Papier, finde ich cool. Kein Plastik. Viele wollen immer wissen, riecht ein bisschen, aber nicht zu stark, dass man das, wenn man es hier hat, schon riecht, sondern muss wirklich nah rangehen. Ja, und wie gesagt, das ist matt. Hier hinten ist so leicht, das ist eine komische Beschichtung, kann ich nicht beschreiben. Das ist so weich irgendwie. Das ist ganz komisch. Hier vorne ist Plastik. Ist Plastik, ne? Oder? Warte mal. Aber ich muss mal die Uhr nehmen. Ja, ist Plastik. Ne? Und hinten ist so gummimäßig. Hier, hört ihr das? Plastik, Gummi. Das Teil? Genau, so ein bisschen. Ja, weich ist es nicht, aber es ist ein bisschen Gummi. Ist so, ja, ist auf jeden Fall Rubber. So, ne? Da ist der USB-C-Anschluss. So, pass auf. Und dann kommt der jetzt so hier quasi da rein. Also er passt genau dahin. Ich merke das auch, wie er hier so rechts und links. Zack, steckt der. Ist cool. Das ist auch richtig fest. Ja, warte mal, wenn ich den jetzt rausnehmen will. Das ist schon, da musst du schon ein bisschen Kraft anwenden, aber also er hält auf jeden Fall ziemlich gut. Ja, der hält richtig fest. Brauchen jetzt natürlich noch einen USB-C-Anschlusskabel. So, wir stecken den mal da rein. Sehr schön. So, und jetzt nehmen wir den hier. Das ist jetzt quasi der Stecker. Und da wird geladen. Perfekt. Funktioniert also. Ja, jetzt kann man hier quasi 4-mal USB-C anstecken. Ich denke aber, dass sich das jetzt natürlich dann teilt. Ne? Also der Strom wird sich dann über diesen Anschluss hinweg geteilt. Ich finde gut, dass es auch so nach oben weggeht. Das finde ich echt nicht schlecht. Also freut euch für die, die es bestellt haben. Das ist wirklich, wirklich cool. Es lohnt sich. Und ja, wie gesagt, klar kannst du auch jeden anderen nehmen, der, was weiß ich, 5 € kostet oder so. Aber der ist dann halt nicht mit dem Tesla-Logo. Und der ist dann halt nicht genau passend. Ja? Ich finde, vor allem der steckt auch richtig gut fest. Ich finde das super. Das Schöne ist, du hast ja hier unten das offen und wenn du dann das Kabel so, dann kannst du die schön runterlegen. Ne? Die liegt quasi auf und das Kabel geht nach vorne durch. Das war das Auspacken des USB-C-Verteilers unten in dem Mittelarm. Ihr habt es gesehen, wie man installiert, wie man es rausbekommt, wie es reingesteckt wird und dass es funktioniert, habt ihr auch gesehen. Ja, und jetzt hoffe ich, das Video hat dir gefallen oder dich unterhalten. Wenn dem so ist, lass mir gerne den Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, wenn du hier rund um das Thema Tesla nichts mehr verpassen willst. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen, ich wünsche dir einen schönen Tag, morgen Mittag oder Abend oder wenn du zu Bett gehst, eine angenehme Nacht. Euer Ronny ist raus. Cheers!